Das habe ich definitiv nach den 30 Tagen gesehen. 20 Minuten auf der Vibrationsplatte gehullert. Hey Leute, ich lese eure Kommentare. Hula Hoop geht nicht, Hula Hoop funktioniert nicht, Hula Hoop ist nun Spielzeug und so weiter. Aber warum haben manche in Windeseile eine schmalere Taille bekommen und andere wiederum nicht? Ich dachte am Anfang auch, dass Hula Hoop für alle gleich funktioniert. Und es geht heute nicht um die Ernährung, denn die Wahrheit ist, dass unsere Ausgangslage entscheidet, wie schnell wir Ergebnisse sehen. Und jetzt mal ehrlich, wie lange hullert ihr pro Tag? Vielleicht macht ihr auch eine andere Sportart, schreibt mir das mal in die Kommentare. Unsere Ausgangslage ist das hier, das, was wir vor dem Start mitbringen. Alter, Gene, Körperbau, Fettmasse, Muskelmasse, Stress, Ernährung, Schlaf und so weiter. Seid ihr schon sportlich aktiv? Wenn ihr regelmäßig trainiert, ist euer Körper bereits an Bewegung gewöhnt und verbrennt tendenziell schneller Fett. Das heißt, Fortgeschrittene haben in der Regel eine bessere Fettverbrennung. Fangt ihr gerade erst an, muss sich der Körper ja erstmal an die Bewegung gewöhnen oder an die Belastung. Eure Muskeln, euer Stoffwechsel passt sich langsam nach und nach an. Anfänger haben in der Regel schnellere Ergebnisse. Ja, das ist korrekt, weil der Körper neue Reize bekommt. Überlegt mal, ihr trainiert auf einmal mehr, ihr habt eine bessere Koordination, eure Muskeln verändern sich, euer Wohlbefinden wird besser. Fortgeschrittene haben, wie gesagt, eine bessere Fettverbrennung, müssen aber ihr Training ständig optimieren, damit sie überhaupt noch Fortschritte sehen. Das ist auch ein Grund, warum ich mein Training regelmäßig ändere. Ich erfinde das Rad nicht neu, nein, im Gegenteil, aber ich tausche meine Übungen regelmäßig aus. Das heißt, die 10 cm, die ich am Anfang nur mit Hula Hoop verloren habe, also Körperumfang, würde ich heute so nicht mehr verlieren, weil mein Körper sich über die Jahre einfach angepasst hat und die Belastung mittlerweile sehr gut kennt. Stelle ich mich aber für 30 Tage auf die Vibrationsplatte, ich kann euch das Video gerne mal einblenden, werde ich vermutlich schnellere Ergebnisse haben als jemand, der gerade erst mit Hula Hoop angefangen hat. Das liegt daran, weil mein Körper über die Jahre gelernt hat, wie er Energie aus den Fettreserven zieht. Das habe ich definitiv nach den 30 Tagen gesehen. 20 Minuten auf der Vibrationsplatte gehullert und ich hatte ein besseres Ergebnis wie in den, weiß ich nicht, 2-3 Monaten mit Hula Hoop. Unser Stoffwechsel arbeitet je nach Trainingserfahrung unterschiedlich und vor allem speichert jeder anders Fett. Der eine mehr am Bauch, der andere mehr an den Beinen oder an den Armen und das können wir leider nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, wo wir als erstes Fett verbrennen wollen, das wäre ja schön, aber wir können mit gezieltem Muskeltraining unsere Körperform beeinflussen. Das Gute ist, egal in welcher Ausgangslage ihr seid, ihr könnt euer Training immer anpassen. Ich bin der Meinung, dass Anfänger definitiv auf die Technik achten sollten, auf die saubere Ausführung für maximalen Effekt. Es bringt nichts, wenn alle erstmal 1000 Übungen machen oder wenn man als Anfänger der Meinung ist, jetzt mache ich hier 100 Workouts, damit ich abnehme und der Reifen bleibt aber nur eine Minute oben. Mittlerweile fällt der Reifen bei mir gar nicht mehr runter, wenn ich nicht will, ne? Also steigert euch langsam, achtet auf die Technik, erlernt die Technik und habt Geduld. Fortgeschrittene müssen leider ihr Training optimieren und vor allem auch mal das Reifengewicht wechseln. Die Intensität ist sehr wichtig. Es ist wie im Fitnessstudio, alle 4 bis 6 Wochen gibt es einen neuen Plan, damit der Körper neue Reize bekommt, ne? Man trainiert ja nicht nur eine Muskelgruppe ewig und das ist auch beim Hula Hoop ähnlich. Ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn es nicht weitergeht, wenn man keine Erfolge hat und ja irgendwie stehen bleibt, oder? Ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben, denn ich habe schon öfter Nachrichten bekommen, wo Leute kurz vor dem Aufgeben waren und am Ende doch ihre Erfolge hatten, weil der Körper eine Zeit braucht, um sich anzupassen. Haltet 4 Wochen durch, 4 Wochen, vergleicht euch bloß nicht mit anderen und schreibt auf, wie ihr euch dabei fühlt. Ich bin der Meinung, dann werdet ihr eure Fortschritte machen. Also, falls ihr euch mal gefragt habt, warum andere ihre großen Hula-Hoop-Erfolge feiern, habt ihr jetzt die Antwort. Es liegt nicht an euch, es liegt einfach daran, dass jeder Körper anders arbeitet. Sicherlich gibt es noch weitere Gründe, die nenne ich euch in anderen Videos. Schaut gerne mal rein. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Bleibt im Reifen, bleibt fokussiert, dreht eine Runde, ja, und hofft auf eine schmalere Taille. Falls ihr Fragen habt, dann ab in die Kommentare und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut.